Was passiert, wenn man Apfelessig auf 3 völlig unterschiedliche Arten ansetzt? Genau dem möchte ich heute in diesem Video nachgehen und ich kann euch wirklich versprechen, das Ergebnis hat mich echt aus den Socken gehauen. Ich bereite hier erst einmal eine der Varianten vor. Und zwar habe ich mir richtig viele Äpfel besorgt und werde den ersten Schwung erst einmal trocknen. Denn ich möchte dreierlei Essig herstellen. Der eine wird aus getrockneten Äpfeln gemacht. Es heißt, dass der Essig damit viel besser und aromatischer ist. Das will ich mal ausprobieren. Also werde ich jetzt über meinen Backofen diese einfach eben einmal trocknen. Dann kommt die zweite Variante und da möchte ich so ein bisschen ein Balsamico-Essig imitieren. Der wird ja aus Trauben hergestellt, aber kann man das vielleicht auch mit einem ganz herkömmlichen Apfelsaft auch machen? Das heißt, der Balsamico, der wird zu Traubensaft verarbeitet, der wird dann eingekocht und dann zu einem Essig verarbeitet. Das testen wir jetzt mal mit Apfelsaft. Ich habe Naturtrüben genommen, 2 Liter und köche den jetzt so langsam hier in meinem Emailletopf einfach so ein bisschen hin. Wenn sich da Schaum bildet, den ruhig eben abnehmen und so, dass er sich wirklich bis zur Hälfte einreduziert hat. Und dann kommen wir schon zur dritten Variante, und zwar frische Äpfel. Das heißt, wir machen einen Apfelessig aus frischen Äpfeln, aus den getrockneten Apfelscheiben und dann nochmal aus den eingekochten Apfelsaft. Schauen wir mal, was das wird. Ich habe natürlich saubere Gläser hier und wer wie ich da so ein bisschen Angstzucker mit hinzugeben möchte, der gibt da so 2 bis 3 Teelöffel hinzu. Bei so süßen Früchten wie Äpfeln oder auch Trauben ist das eigentlich gar nicht nötig, aber es hilft natürlich, den Hefen noch mal 'n bisschen schneller zu starten, weil das ein einfach verfügbarer Zucker ist. Daher gebe ich das wirklich in jedes meiner Gläser. Und ich musste da so ein bisschen zusammensuchen. Ich habe hier so alte Gurkengläser. Ich glaube, die haben 1,5 bis 2 Liter Volumen und die fülle ich jetzt bis zu 3/4 mit Äpfeln. Mittlerweile habe ich mir noch mal so ein paar größere Gefäße geholt mit 2, 2,5 und 3 Litern. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr Essig herstellt, denn bei der Lagerung reduziert sich der Essig auch noch mal und dann hat man leider viel zu wenig, was dabei rauskommt. Reicht natürlich immer noch, um die Familie zu versorgen, aber es ist so toll, den eigenen Essig zu Hause herzustellen, weil der wirklich richtig lecker schmeckt. So, hier habe ich jetzt einmal die getrockneten und auch hier fülle ich das gut zur Hälfte, 3/4 voll. Da muss man natürlich bedenken, die sind getrocknet. Die sind also voller Geschmack. Wenn da aber nachher Wasser hinzukommt, dann werden die sich natürlich auch mal wieder ausdehnen. Also das müsst ihr einmal bedenken. Und dann hier packe ich erst einmal den eingekochten Saft hinein. Und ich muss euch tatsächlich sagen, das war die ganzen letzten 4 Monate mein größter Angstkandidat. Das kann ich euch schon verraten. Überall ist Wasser aufgefüllt, dann kommt ein Gase oder Küchentuch drauf, Gummiband, so dass da nichts eindringen kann. Der Essig, der dann aber später entsteht, atmen kann, beziehungsweise jetzt bildet sich erst einmal Hefewasser, dann bildet sich Alkohol und der wird dann von den Essigbakterien verstoffwechselt. Das Ganze lasse ich jetzt so ein paar Tage warm und hell stehen und alle paar Stunden fast, also einmal am Tag mindestens, solltet ihr das Ganze rühren. Hier bei dem Saft, da habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen geschüttelt. Da passiert ja groß nichts. Da ist nichts, was schimmeln groß kann, weil da keine Früchte rausschauen. Das sieht hier schon wieder ein bisschen anders aus. Solange da Früchte aus dem Wasser rausschauen, können die auch immer wieder schimmeln. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr so etwas ansetzt, dass ihr das mindestens einmal am Tag eben kurz unter die Flüssigkeit drückt. Ich habe ganz viele Kommentare in meinem früheren Apfelessig-Video bekommen, dass man das einfach stehen lassen kann. Und ihr Lieben, ich habe das gerne mal für euch ausgetestet und kann euch sagen, ich habe ganz schön viele Äpfel und angehenden Apfelessig wegschmeißen müssen, weil das schimmelt einfach weg.
Aber ich bin gerade schon wieder an einem neuen Video dran und da habe ich einen richtig tollen Tipp. Aber jetzt erst einmal die dreierlei Sorten. Weil da das Wasser auch übrigens ein bisschen weniger war, habe ich am Anfang, das war am nächsten Tag, hatte ich noch ein bisschen Wasser hinzugegeben, nicht wundern. Und auch hier, da tut sich irgendwie nichts. Also das ist flüssig, kein Schimmel, keine Karmhefe, das ist ja schon mal gut. Und das geht so ungefähr 5 bis 7 Tage, kann auch schon mal 10 Tage gehen. Und wenn das so aussieht, dann spätestens solltet ihr die Äpfel rausnehmen. Ihr könnt es auch schon früher nach 7 Tagen machen. Aber hier ist wirklich das Maximum erreicht. Ich sieb das erst einmal durch ein Haarsieb und habe auch gleich nochmal einen Extra-Tipp hier für euch. Also einfach reingeben. Die Äpfel kommen dann auf den Kompost. Da freuen sich wirklich die Mikroorganismen und die kleinen Tierchen darüber. Die Würmer sind ganz begeistert, weil das schon so ein bisschen zersetzt ist. Und die können ja immer nur etwas zu sich nehmen, wenn das schon so ein bisschen aufgespalten und flüssig ist. Den Restrester, den nehmen wir natürlich mit. Hier wird nichts verschwendet. Und das Ganze gebe ich dann wieder in ein sauber ausgespültes Glas. Ich habe das schon mal mit so einem Kreidestift vorne beschriftet, damit ich auch nicht durcheinander komme. Also, ich bin schon mal sehr gespannt. Schreibt mir doch jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr glaubt, wie sich das Ganze entwickelt. Den Mitgliedern habe ich das schon geschrieben und ich war tatsächlich selber sehr, sehr überrascht. So, aus 2 großen Behältern wird jetzt nur noch ein Behälter und hier haben wir jetzt die getrockneten Früchte. Da kann man erkennen, da hat sich ein bisschen Karmhefe gebildet. Auch beim abgesiebten. Damit das später kein Problem wird, siebe ich das jetzt hier nochmal durch ein Tuch. Entweder Mulltuch oder irgendwie ein Küchentuch. Ich habe leider im Moment kein Mulltuch zur Hand. Ich weiß gar nicht, wo meine alle geblieben sind. Die sind weggezaubert. Und deswegen musste ich auf ein Küchentuch zugreifen. Denn Karmhefe ist nichts Gefährliches. Das ist eigentlich sogar was sehr Gesundes. Aber wenn sich die oben auf dem Essig bildet, dann verhindert sie, dass der Essig atmen kann. Und dadurch kann dann die Essigentwicklung gestört werden. So, nach ein paar Wochen guckt euch das mal an. So schaut das Ganze aus. Also, ich war ein bisschen überrascht. Hier hat sich tatsächlich doch wieder Karmhefe gebildet, obwohl ich es gefiltert habe, aber das kann passieren. Also, ich habe so nach ein paar Wochen einfach nachgeschaut und die Karmhefe könnt ihr dann einfach abnehmen. Ganz vorsichtig. Hier die Flüssigkeit wandert natürlich wieder rein. Und dann habe ich das so ein bisschen rausgefriemelt, so gut es ging, Deckel wieder drauf und wieder zurück in den Schrank. Und der Apfelessig aus dem eingekochten Saft, der ist zwar weniger geworden, dunkler, aber da ist noch nicht groß passiert. Und tja, dann habe ich das nochmal stehen lassen, bis jetzt gerade, also wirklich 4 Monate. Und dann gucken wir mal. Also bei dem hat sich alles gut regeneriert. Es hat sich auch keine Essigmutter oder ähnliches gebildet. Leider muss man sagen. Aber das passiert. Kann auch vielleicht an dem Gefäß liegen. Also da bin ich noch dran, aber wie gesagt, da kommt demnächst noch mal was Schönes. So, und dann gucken wir mal, der aus den getrockneten Äpfeln. Der ist ja generell dunkler und man kann sehen, die Karmhefe hat sich jetzt nicht mehr weiter verbreitet. Und der riecht richtig schön intensiv und stark nach Essig. Der aus den frischen Äpfeln, der riecht zwar schon nach Essig, aber eher so ganz mild. Auch später vom Geschmack. Ich habe die ja probiert. Die waren wirklich super, aber unheimlich unterschiedlich in dem Ergebnis, obwohl es ja die gleichen Äpfel waren. Die einen waren einfach nur frisch, die anderen getrocknet. Es war aber die gleiche Sorte. Und das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Wisst ihr noch beim letzten Mal, das war ganz flüssig? Da hat sich nicht viel getan und schaut mal, wie dickflüssig das geworden ist nach 4 Monaten. Also, das hätte ich echt nicht erwartet. Guckt mal, wie so ein richtiger Balsamico-Essig. Riecht auch schön nach Essig, aber mit einer leicht süßen Note. Auch das habe ich natürlich probiert und ich kann euch sagen, das müsst ihr unbedingt nachmachen.
In diesen Videos sehen wir uns schon wieder und ich freue mich sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.